Hallo und willkommen zu einer neuen Episode vom Werkbären. Heute baue ich eine Führung für die Handkreissäge. Wozu benötigt man eine Führung für die Handkreissäge? Zum einen soll die Sicherheit beim Zuschneiden erhöht werden, um zum Beispiel ein Ausscheren der Handkreissäge zu verhindern. Zum anderen soll sie kompakt und stabil sein. Da dieses Projekt spontan entstanden ist, gab es 2 Versuche. Hier seht ihr einen ersten Überblick über die verwendeten Materialien. Für die Halterung wollte ich 2 stabile Führungsschienen verwenden. Die Handkreissäge soll auf einen Schlitten montiert werden, der auf diesen Führungsschienen entlang läuft. Hier seht ihr, wie ich die Teile zusammengestellt habe und wie es ungefähr aussehen wird. Auf die untere Holzplatte werden links und rechts 2 Erhöhungen angebracht. Darauf werden später die Führungsschienen montiert. Hier seht ihr den Zuschnitt der seitlichen Erhöhungen. Achtet hier besonders auf den persönlichen Arbeitsschutz. Die Seitenteile werden mit der Bodenplatte verleimt. Dazu trage ich großflächig Leim auf die Fläche auf. Nachdem der Leim getrocknet war, befestige ich auch die zweite Seite. Als nächstes kommt die Platte für den Schlitten. Dazu übertrage ich die Maße auf eine Holzplatte, die ich gerade auf Lager hatte. Danach erfolgt der Zuschnitt mit der Kapp- und Gärungssäge. Hier seht ihr das Ergebnis der bisherigen Arbeiten. Die Führungsschienen liegen auf den Seitenteilen wunderbar auf. Das Ganze ist sehr stabil. Beim Zusammenbau merkte ich, dass die Handkreissäge einen zu hohen Abstand von der Bodenplatte hatte. Weiters gab es auch ein Problem mit dem Schlitten, auf dem die Handkreissäge aufliegt. Das ist nun mal der Nachteil, wenn man ein Projekt spontan angeht. Daher kommen wir nun zum zweiten Versuch. Das Problem mit dem Schlitten habe ich so gelöst, indem ich einfach keinen verwende. Stattdessen verwende ich 2 Aluminiumprofile, auf denen die Handkreissäge geführt wird. Die seitlichen Erhöhungen der Profile verhindern ein Ausscheren der Handkreissäge. Aufgrund dieser Änderung mussten die Seitenteile erhöht werden. Da ich auf den Abstand zwischen dem Sägeblatt und der Bodenplatte achten musste, verwendete ich ein Holzstück, mit dem sich der Abstand genau ausging. Als nächstes sind die Aluminiumprofile zu kürzen. Dazu markiere ich mir die korrekte Länge und säge sie mit einer Eisensäge zu. Dann folgen die Bohrungen für die Befestigung an den Seitenteilen. Nun werden die Aluminiumprofile montiert.
Montage des zweiten Profils ist darauf zu achten, dass sich die Handkreissäge gut darin bewegen kann. Und fertig ist das gute Stück. Wie ihr seht, kann man die Handkreissäge sehr gut darin bewegen. Und dieses Mal passt sogar der Abstand zur Bodenplatte. Hier könnt ihr das Gesamtergebnis bewundern. Mein persönliches Fazit: Das nächste Mal, wenn du ein Projekt spontan machen möchtest, nimm dir doch lieber etwas mehr Zeit, um es genauer zu planen. Dann benötigst du auch weniger Versuche. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Besucht mich auch auf Instagram oder meiner Webseite. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut!